Shalom, Yashalom, Shalom. Das sagte Sauer von GMS Germany mit einer neuen Lektion. Zuallererst möchte ich alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit, Dank an unseren himmlischen Vater, Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakakadash geben. Brakte Yahweh, Brakte Oshai, Brakte Yahweh, Brakte Oshai, Brakte Yahweh, Brakte Oshai, Bahashim, Rakakadash. Kol Aliyam, what Wakabat, what the water. Labenau, Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakakadash. Was ich gerade eben gesagt habe, bedeutet einfach nur alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit, Dank an unseren himmlischen Vater, Yahweh, wenn die Welt ignoranterweise Gott nennt, in den Namen Bahashim, Yahweh Shai, wenn die Welt ignoranterweise Jesus Christus nennt, den Namen vom Heiligen Spirit. Okay, Yahweh bedeutet, er existiert, er ist. Yahweh Shai bedeutet, er rettet. Brakte Yahweh, Brakte Oshai, Bahashim, Rakakadash bedeutet einfach nur, gesegnet seist du Yahweh, gesegnet seist du Yahweh Shai, den Namen vom Heiligen Spirit. Doppelte Ehre geht raus an die ältesten Apostel von Wilson, den mystischen Spirit und die Kraft von Menschen genannt von Yahweh Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakakadash, die beide zu 100% Eifer und Fleiß, Tag und Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, lehren zu 100%. Shalom an meine Akim, die das Wort Eifer und Fleiß in die vier Ecken der Welt verteilen, an die Akuf, die zuhören lernen, und an der Preie, die legt, die 144.000, die es hier hauptsächlich geht. Sag ich, Yahweh Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakakadash, Barakatan, Wahablatam, Shalom, Shalom, Shalom. Die Lektion wird darüber sein, die Wahrheit über Weihnachten. Okay, Weihnachten ist Saturnalien. Saturnalien, was ist Saturnalien? Das erste Topic, okay? Saturnalien, wir gehen zu einem Artikel, lesen den, gehen zu einem Video, gehen ein paar Precepts und die Hauratze werde ich eine 3-Part-Serie daraus machen, weil ich 2 Artikel, 2 Videos und wir noch einen anderen Aspekt ansprechen. Du, the Spirit Power, Mercy, Grace of Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakakadash. Ja, Hauratze wird alles so laufen, wie es geplant ist. Okay? Okay. Saturnalia is held in the mid-December is an ancient Roman pagan festival honoring the agricultural god Saturn. Das heißt, Saturnalia ist ein Fest, um Saturn anzubeten, zu huldigen. Saturnalia celebrations are the source of many of the traditions we now associate with Christmas. Das heißt, viele Übereinstimmung zwischen Saturnalia und Weihnachten, weil Saturnalia und Weihnachten genau dasselbe sind. Okay? Saturnalia, the most popular holiday on the ancient Roman calendar, derived from older farming-related ritual of midwinter and the winter solstice, especially the practice of offering gifts or sacrifices to the gods during the winter snowing season. Das heißt, in dieser Zeit haben sie sehr viele Opfergaben gemacht, okay? Menschenopfergaben. Und das machen sie bis zum heutigen Tag noch. Wenn ihr die Liste nachguckt, ja, da werde ich den Part 2 rausbringen. Mit den satanistischen Feiertagen ist es sehr krass in der Winterzeit gerade, wie sie Opfergaben für ihre falschen Götter machen. Okay, zu Satan. The pagan celebration of Saturn, the Roman god of agriculture and time, began as a single day, but by the related republic, it had expanded to a week-long festival during December 17 on the Julian calendar, which is Romans used at this time. The winter solstice fell on December 25. Das heißt, sie haben eine Woche zelebriert. Vom 17. bis zum 24. und 25. war es sozusagen vorbei. Okay? Das heißt, lass kurz zu den Winter Solstice. Auf jeden Fall ist es am 25. Dezember. Da ist sozusagen der Höhepunkt, das Ende. Okay? Und das ist bis zum heutigen Tag noch. Das heißt, was ihr als Weihnachten nennt, was ihr als Weihnachten kennt oder sehen wollt, ist Saturnalia. Eine Orgie, eine Opfergabe von Menschen. Einfach nur Wickedness und Heidnischkeit. Okay? How the Romans celebrate Saturnalia. So during Saturnalia, work and business came to a halt, wie es jetzt auch ist. Heute am 24. arbeiten sie noch, aber 25, 26 ist es tote Hose, darfst du nicht arbeiten. Okay, work and business came to a halt, schools and courts of law closed, and the normal social patterns were suspended. People decorated their homes with wreaths and other greeneries. Okay, lass uns kurz das Wort wreaths nachgucken. So like here. Kranz. Okay, Blumengewinde. Machen sie das nicht bis zum heutigen Tag noch? Okay, Adventskranz. Okay, das sind alles heidnische, wie sagt man das, Bräuche, heidnische Bräuche. Okay, das alles von den antiken Babyloniern bis durch die Römer
bis zum heutigen Tag wieder, weil wir in diesem babylonischen römischen System bis zum heutigen Tag noch leben. Okay? Das heißt, diese Grenze kommt von Saturnalia. Salakia. And other greenery, das heißt andere grüne Sachen so ungefähr. And shed their traditional togas in favor of color cloth known as Synthes. Okay, das heißt, sie haben ihre Togas weggegeben und haben sie buntvolle Gewänder abgegeben, wie sie heutzutage auch machen. Was ziehen sie an? Diese ganze Weihnachtsbullshit. Okay, even slaves did not have to work during Saturnalia, wie es heute auch ist. Jeder hat frei. But were allowed to participate in the festivities. In some cases, they sat at the head of the table while their masters served them. Das heißt, sie haben den Rollenswitch gemacht, wie Esau es liebt. Okay, Esau liebt es, dominiert zu werden. Und er hat seine Diener sozusagen über sich herrschen lassen. Instead of working, anstatt arbeiten, Romans spent Saturnalia gambling, singing, playing music, feasting, socializing and giving each other gifts. Okay, das heißt, anstatt zu arbeiten, haben sie diese ganzen sozusagen Festivitäten abgezogen. Wax taper candles called Kurai, Serai, were common gifts during Saturnalia. Das heißt, Candles, okay, Wachskerzen waren sozusagen Geschenke. To signify light returning after the solstice, okay? On the last day of Saturnalia celebrations, known as the Sigillaria, many Romans gave their friends and loved ones small terracotta figurines known as Signillaria. Lass kurz das Wort nachgucken. Salakia. Come on, man. Straight up Satan. Salakia. Salakia Schale. Okay, das haben sie sozusagen den geschenkt, okay, Pflanzen. Salakia. Okay. Which may have referred back to older celebrations involving human sacrifice. Seht ihr? Weil es zurückführen zu älteren Feierlichkeiten, die auch Menschenopfergaben involvieren. Das heißt, die haben Menschen in dieser Zeit, in der wir gerade sind, opfern sie Menschen. Genauso wie sie in die vorherigen Zeiten gemacht haben, Saturnalia. Okay? Weil dieses sogenannte Weihnachten haben sie nur etabliert, hat die römische Kirche nur etabliert, um die Heiden mit ins Christentum zu holen. Okay? Weil es einer ihrer liebsten Feiertage war, weil sie da die größte Boshaftigkeit ausüben können. Und das tun sie bis zum heutigen Tag noch. Sie verstecken es und machen es einfach so, als ob es die Geburt von Yahushai ist. Ist sie aber nicht. Yahushai wurde im Frühling geboren. Okay, Saturnalia was by far the jolliest Roman holiday. The Roman poet Catullus famously described it as the best of times. Warum? Weil sie ihre ganze Boshaftigkeit ausleben konnten. So riotous were the festivities that the Roman author Pliny reportedly built a soundproof room so that he could work during the religious celebrations. Das heißt, es war so ausartend, so boshaft, dass er sozusagen ein Safehouse gebaut hat. Salakia. Kann das auch lesen. Construct in the 4th century AD to replace the earlier temple. The temple of Saturn in Rome served as ceremonial center of later Saturnalia celebrations. On the first day of the festivities, a young pig would often be publicly sacrificed at the temple. Das heißt, ein Schwein wurde geopfert. Ein Schwein ist ein unreines Tier. Okay, which was located in the northwest corner of the Roman Forum. The cult statue of Saturn in the temple traditionally had woolen bones
tied around his feet. But during Saturnalia, these bonds were loosed to symbolize the god's liberation. Das heißt, lass kurz das Wort Liberation nur nachgucken. Gehen wir eine Sekunde bei Bukshar. Liberation. Befreiung. Das heißt sozusagen die Befreiung von diesem Gott. Okay, zur Anbetung von diesem Gott, zur Befreiung von diesem Gott haben sie sozusagen diese Bänder gelöst. In many Roman households, a mocking king was chosen. Das heißt, in diesen römischen Haushältern wurde ein Verspottungskönig auserwählt. The Saturnalicus Princeps or leader of Saturnalia. Okay, Leiter von Saturnalia. Sometimes also called the Lord of Misrule. Warum der Herr von sozusagen Missherrschaft? Warum? Weil dieser Periode keine Herrscher da war. Sie konnten tun lassen, was sie wollten. Sie konnten ihr boshaften Verstand ausleben. Usually a lowlier member of the household, this figure was responsible for making mischief during the celebrations. Lass das Wort Mischief nachgucken. Okay? Mischief. Unfug, Missstand, Mutwille, Unheil, Schaden. Das heißt, in dieser Zeitperiode wurde eine Unheil, Boshaftigkeit angerichtet. Okay? Salake. During celebrations, insulting guests, wearing crazy clothing, chasing women and girls, etc. Okay, insulting guests heißt Gäste sozusagen misshandeln, missbrauchen, komische Kleidung anziehen, chasing women and girls und kleine Jungs und Männer auch. Weil diese Römer stehen auf kleine Männer. Wie der eine König, der uns anklatscht, hat seinen Namen wieder vergessen. Wie hieß er nochmal? Auf jeden Fall, der sozusagen Rom angezündet hat und dann hat er die Israelis beschuldigt. Was ist mit ihm passiert? Er hat seine Frau aus Wut umgebracht, hat einen kleinen Jungen als Frau sozusagen, als Mann genommen, okay, zu seinen, da habe ich kein Wort dafür, auf jeden Fall als Ehepartner genommen. Warum? Weil er der Frau sehr ähnlich sah. Weil diese Edomites auf kleine Kinder stehen. Straight up. It's Christmas. So like the idea was that he ruled over chaos rather than a normal Roman order. Okay, das heißt, dass die Idee von diesem komischen Lord of Misrule war, dass er aus dem Chaos herrscht. Und das ist der Spirit von der Elite. Wie sie sagen, Order out of Chaos. Sie wollen Ordnung aus dem Chaos. Okay? Das heißt, sie wollen Chaos anrichten und dann aus diesem Chaos heraus herrschen. Dadurch seht ihr einfach, dass dieses Fest einfach nur heidnisch ist, dass es einfach nur boshaft ist. Und die Hauptbarer schon dagegen spricht. Okay? The common holidays custom of hiding coins or other small objects in cakes is one of many dating back to Saturnalia, as this was a method of choosing the mocking king. Okay, is Christmas a pagan holiday? Thanks to the Roman Empire's conquests in Britain and the rest of Europe from the 2nd century BC to the 4th century AD, and the suppression of older essential rites practiced by the Celts and other groups, today's Western cultures derive many of the traditional celebrations of midwinter from Saturnalia. The Christian holiday of Christmas especially owes many of its traditions to the ancient Roman festival, including the time of year Christmas is celebrated. Okay, das heißt, Salakie, die Zeit von sozusagen sogenannten Weihnachten und Saturnalia überschneidet sich. Okay, the Bible does not give a date of Yahushua's birth. Das heißt, die Bibel gibt kein Datum von Yahushua's Geburt. Okay, weil Leute sagen immer, ja, da ist Jesus geboren. Sag mal den Priester, wo Yahushua da geboren wurde. In fact, some theologians have concluded he was probably born in spring. Das heißt, die sind den Schluss gekommen, dass Yahushua wahrscheinlich in Frühling geboren wurde. It's suggested by references to shepherds and sheep in the nativity story, weil die Shepherds sozusagen draußen waren, die Hirten draußen waren. Weil die Hirten sind nicht im Winter draußen, but by the 4th century AD, Western Christian churches settled on celebrating Christmas on December 25th, which allowed them to incorporate the holy day with Saturnalia and other popular pagan midwinter traditions. Das heißt, die haben es einfach zusammengetan. Okay, die sagen, ey, wir machen es einfach da, um diese Heiden tun zu und noch mehr Geld zu machen. Okay, weil diese Kirchen sind auch Geld aus. Pagans and Christians coexisted not always happily during this period, and this likely
represented an efforts are likely to convince the remaining pagan Romans to accept Christianity as Rome's official religion. Okay, deswegen haben sie das getan. Dadurch sieht er einfach, dass es ein heidnischer Tag ist. Okay, sie haben das genommen, um die alle so konvertieren, so ungefähr. Before the end of the 4th century, many of these traditions of Saturnalia, including giving gifts, singing, lighting candles, feasting, and merrymaking, had become absorbed by the traditions of Christmas as many of us know them today. Das heißt, dieses ganze Geschenk geben, was sie auch machen, diese Straßen immer singen, okay, Kerzen anfeuern, wie sie es machen, hier in Deutschland auf jeden Fall. 1. Advent, 2. Advent, 3. Advent, 4. Advent und so weiter und so fort, okay. Feierlichkeiten, okay, im Merrymaking, sozusagen betrunken werden. Das kommt alles von Saturnalia. Es hat nichts mit Jehoshaias Geburt, Jehoshai Mashiachs und der menschlichen Erlösung und Rettes Geburt zu tun. Was hat denn Saturnalia damit zu tun? Erklärt mir das mal bitte. Was hat ein Weihnachtsbaum, okay, mit Jehoshaias Geburt zu tun? Was hat er damit zu tun? Nichts. Er stellt einfach nur Nimrod, okay, Baals Penis da. Deswegen sind auch die ganzen Bälle da. Deswegen ist es auch schön gedeckt mit Silber und Gold. Es ist einfach nur Wickedness. Okay? Salaki. Jetzt gehen wir kurz zu dem Video. Und dann geben wir ein paar Precepts. Ja, rate ça. Как дела? Хорошо. Scott, nice to meet you. Nice to meet you. Friend? What is up, guys, and welcome back to Koi's Corner. Now, many people around the world celebrate Christmas, and in America, virtually everyone does. And as far as we mainly know and have been told, Christmas means Christ's Mass and is a celebration of the birth of Jesus Christ. But what if that isn't where Christmas began? What if there's a dark and ominous past to Christmas we were never told about? And what if these covered up facts include pagan rituals, human sacrifices, and more dark twists than we would ever learn from the people who've told us about Christmas today? Let's find out. Now, although many of us are taught that Christmas simply sprang out of existence with the birth of Christ, this is wrong. There were many festive celebrations around the Christmas holidays that went on. Seht ihr das hier im Hintergrund? Einfach Orgien. Jeder mit jedem, wie er möchte. Okay, und das ist der römische Spirit. Das ist der Spirit, den diese Römer haben, diese Edomite haben. Okay? Weil wir Jakes wollen Intimacy alleine. Aber Esau ist boshaft und will es einfach nur spreaden, seine Boshaftigkeit spreaden. Und das tut er in diesen Feierlichkeiten. Und ihr zelebriert die. Okay? Weihnachten ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist Saturnalia. Okay? For thousands of years before this was even integrated, and it was known as something called Saturnalien. And Saturnalia was essentially an ancient holiday celebrated by the Romans that went on from December 17th, usually until December 23rd, and sometimes extended to the 25th. And the reason Saturnalia is so interesting is because it has a dark past that has been not only forgotten, but hidden from the masses when referring to Christmas for quite some time. And the roots of Saturnalia take place with the Roman god Saturn. This is where Saturnalia was based. Seht ihr das? Auch diese Statue von ihrem sogenannten Gott Saturn. Okay? Deswegen dieser Planet Saturn ist nach ihm benannt. Okay, warum ist ein kleiner Junge als sogenannter Engel dargestellt, nackt auf seinem Bein? Warum? Weil es einfach ein heidnischer, boshafter Gott ist. Based and founded. And in ancient Roman mythology, Saturn was a god. Saturn represented wealth, freedom. Seht ihr das? Menschenopfergabe. Er ist ein kleines Kind. Und das tun sie bis zum heutigen Tag. Ihr denkt dieser Zeit, ihr tut das nicht, aber die anderen Leute tun das. Die Elites tun das. Deswegen sind es wirklich dämonische Zeiten, in denen wir leben. And our control of time, our understanding of how it works. And Saturn was such an influential god in these times that we ended up actually naming a planet after this Roman god, obviously the planet Saturn. This is how important this god figure was in not only the roles of what we named certain scientific structures, but traditions that we took part in for thousands of years. And along these lines of founding Saturnalia, we have to take in religion, because religion was part of the state, was part of the government during Roman times, and the majority of Romans in these times were pagans. And this is how Roman mythology got so big. Pagans believe in polytheism, which is the belief of many, many gods that exist simultaneously. And they worship these gods, as well as held a very high respect for not only nature itself, but animals, plants, people. They really did view the universe and the world in an interconnected way. This led into the spiritual realm, where they also attributed these kind of factors of everything being interconnected to reincarnation, in a sense, to the practice of magics, of alchemy. And this combination of life, death,
the world being connected, magic, turned this festival into a dark piece of history as we know it, because the truth then is nowhere near the truth now. Now, when these festivals began, the Romans would choose something known as the Lord of Misrule. This was a Roman citizen, and this person was chosen to represent the enemies of these Romans. And what they did to this Lord of Misrule is honestly hard to believe even today. Over the coming week, during these celebrations, they would make this Lord of Misrule take part in what was going on with these festivities. They would feed them well, indulge them in foods, give them physical wants such as women, the people they wanted, different things that would... Seht ihr, wie wir davor gelesen haben, ist einfach nochmal wirklich schon mal zu stärken, was wir davor in den Artikel gelesen haben. Aber wie er gesagt hat, dieser Herr von Misrule, okay, die Leute, die er möchte. Er kann keine Kinder nehmen, er konnte kleine Kinder nehmen, er konnte Babys nehmen, er konnte nehmen, was er wollte. Okay, er konnte tun lassen, was er wollte. Und das ist der Spirit von Esau. Esau will tun lassen, was er will. Er will nicht nach Regeln leben. Deswegen geht er auch gegen das Wort von Yahweh Hashem Yahushai. Weil das Wort von Yahweh Hashem Yahushai gibt uns Ordnung, gibt uns Regeln. Was wir tun lassen sollen, was wir nicht machen sollen. Would indulge any human being. And then once this was done, at the end of the festival, these people were slaughtered. They were murdered as a tribute to the god Saturn. And this killing... Seht ihr? Das heißt, die haben diesen Herrn auserwählt, er konnte seine Boshaftigkeit ausleben. Okay, er konnte tun lassen, was er wollte. Und was ist danach mit dem passiert? Okay, er wurde geopfert. Es wurden Menschenopfergaben getan. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Okay, wenn ihr diese Secret Society seht, im Rothschilds Haus, in Rockefellers Haus und so weiter und so fort, tun sie genau dieselben Sachen bis zum heutigen Tag. Okay, und was passiert dann? Die Leute werden dann am Ende geopfert. Warum seht ihr, die ganzen kleinen Kinder verschwinden wieder? Warum denkt ihr in diesen ganzen Waisenhäusern und auch auf den Straßen verschwinden Kinder links und rechts? Warum? Weil sie geopfert werden. Warum denkt ihr, warum dieser boshaft der Spirit draußen ist? Warum denkt ihr, warum diese ganzen Leute dieses Weihnachten so halt pushen? Weil sie in diesem Spirit sind. Weil dieser Spirit auf euch überschlagen soll, Jake. Und er tut es, wenn ihr nicht woke seid. Dann zelebriert ihr immer noch diese boshaften heidnischen Feste, obwohl ihr nicht mal wisst, um was es geht. Und dafür werdet ihr zerstört, straight up. Weil ihr werdet gewarnt durch die Propheten von Yahweh Hashem Yahushai und das Blut von unseren Händen, das heißt, das Blut in euren eigenen Händen kleben, weil ihr euch selber in den Tod bringt. was done because it was believed in these times to expel the evil forces that surrounded the people of Rome. Okay, ich will nur kurz prüfen, dass ich nicht vergesse. Okay. Ist dort aber ne Yahweh Hashem Yahushai Hashem Rekakdash. Das ist Offenbarung 18 und 4. Und es sagt: And I heard another voice from heaven. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel sagen: Come out of here, my people. Kommt aus hier raus, meine Leute. Wer seid ihr? Die sogenannten Neger, Lateinamerikaner. Kommt aus hier raus. Aus wem? Babylon. Amerika, modernes Amerika. Dieses babylonische System, was überall auf der Welt gepusht wird. Kommt aus ihr raus spirituell. Okay, flieht von ihr spirituell. Seid kein Partaker von ihren Sünden. That ye be not partakers of her sins. Seid kein Teilhaber von ihren Sünden. That ye receive not of her plagues. Dass ihr nicht von ihren Sünden teilhabt. Das heißt, lasst diese heidnischen Feiertage hinter euch. Lasst diese ganzen boshaften Sachen hinter euch. Und seid der neue Mann, neue Frau, neues Kind in Yahweh Hashem Yahushai. Tut Buße und kommt zurück zu Yahweh Hashem Yahushai. Weil das Königreich vom Himmel ist nah. Okay, wir sehen die ganzen Prophezeiungen kommen zustande. Und es passiert jetzt gerade dieser Teil. Was wird nach Saturnalien sein? Okay, von Nimrod's Day. Was wird danach sein? Ein Sonnenfinsternis, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, Haurata werde ich eine Lektion auch darüber machen. Aber gehen wir zurück zum Video. Das heißt, kommt aus hier raus, Yashala, oder werdet zerstört mit ihren Sünden. The evil forces that surrounded the people of Rome. This is what culminated the whole festival, the slaughter of this innocent person. And the scary thing about Saturnalien and its foundings are just like the things we see today. It is not only a religious festival, but it was a state festival as well, much as we see Veterans Day. It is something that is enacted by the government at the time. And this holiday wasn't a clean PG version of what we know as Christmas today. It was definitely R-rated. There was drunkenness all wild, people doing whatever drugs they could. They were pillaging the village, could not face charges for the entire days. Seht ihr? Sie konnten tun lassen, was sie wollen. Wie in der Purge. Okay, in der Purge ist es mehr so töten, aber in dieser Zeit konnten sie tun lassen, was sie wollten. Das heißt, in dein Haus gekommen, hätten eine Frau einfach genagelt. Wären in dein Haus gekommen, hätten ein Kind einfach mitgenommen. Und keiner hätte irgendwas dagegen getan. Es sind wirklich dämonische Zeiten, in denen wir leben. Vor allem am Ende des Jahres. Deswegen werdet ihr sehen, 2020 werden major Sachen passieren. Yahushai ist auf seinem Weg. Of the festival had intercourse out of marriage. Many things went on at these times that weren't allowed during the regular year. This was essentially a time to let go, a Mardi Gras of the ancient world. Any desires that you had throughout the year that you could not take part in were available for you to do during this festive time in December. And this holiday...
gehört, die ganzen seine Gelüste, die sie hatten, die sich über das Jahr angehäuft haben, konnten sie an dieser Zeitperiode ausleben. Das heißt, sie sagen es mal so, es fängt an am 17. Dezember und sie konnten es bis in dieser ganzen Woche, wo es am Ende ist, 25. September, wahrscheinlich der 25. September war der Höchsttag. Warum? Der schlimmste Tag, weil es da das Ende war. Okay, am Ende bauen sie auf, ja, sagen wir das und das, und am 25, weil sie durchdrehen, sagen, ey, ich habe keine Zeit mehr. Jetzt muss ich schon mal alles machen, was ich will. Okay, und da genau ist sozusagen die Geburt von Yahushua Mashiach, unser menschlichen Erlöser und Retter. Wie idiotisch seid ihr? Wie boshaft ist diese Welt? Diese Welt muss zerstört werden. Holiday, while popular, would have most likely died out over time, but was instead incorporated into a new and rising religion at the time, known as Roman Catholicism. And this is what kind of started the translation of every understanding that we know through history of Saturnalia into what is now Christmas. This ranges from Christmas trees, which were of pagan origin. They always worshiped the forest, trees within the forest. They would bring them into their home, do sacred rituals around them, and worship them all the time. History of Saturnalia into what is now Christmas. This ranges from Christmas trees, which were of pagan origin. They always worshiped the forest, trees within the forest. They would bring them into their home. Seht ihr? Diese ganzen Sachen, die an Weihnachten passieren, sind heidnische Feiertage. Das sind heidnische Sachen. Okay? Am Weihnachten seht ihr dieser Baum im Hintergrund. Dieser Baum stellt Nimrods Penis dar. Warum? Nimrod wurde in 14 Teile mit Schriftsteller zerteilt und die ganze Welt verteilt. Aber Ashroff konnte den 14 Stück nicht finden, seinen Penis. Okay, sein Glied. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben gesagt, ey, dafür stellen wir jetzt diesen Weihnachtsbaum auf und diese ganzen Obelisken. Okay, warum denkt ihr, überall seht ihr diese Obelisken? Warum? Sie stellen Nimrods Penis dar, Baals Penis. Okay? Weil sie Götter der Fertility sind, sozusagen der Lust sind. Okay? Und diese ganzen Eier da dran, diese ganzen Kugeln da dran, stellen seine Eier da, straight up. Sacred rituals around them and worship them all the time, which slowly translated into a simple tree in the home that we all have during Christmas. A tradition which itself is not too bad until you refer it to another Christmas tradition such as the mistletoe, which essentially represented a druid ritual where they would poison spears with mistletoes and sacrifice victims underneath a mistletoe and slowly over. Seht ihr genau dasselbe wie Mistelzweig. Was jetzt, der Mistelzweig, die küssen sich. Mistelzweig war eine andere Zeremonie, um Leute zu opfern. Alles ging immer Leuteopfergabe. Wie unsere Vorfahren es auch getan haben. Und bis zum heutigen Tag ist es wieder so, weil die Geschichte wiederholt sich. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Salah, lass uns prüfen, kurz holen. Das ist Ecclesiastes 3:15. That which has been is now, and that which is to be has already been. Das, was war, ist, das, was ist, okay, das, was war, ist jetzt. Und das, was kommen soll, ist schon geschehen. Und Yahuwah Hashem Yahushua required that which is past. Yahuwah Hashem Yahushua verlangt das, was vergangen ist. Das heißt, Yahuwah Hashem Yahushua guckt sich die Vergangenheit an. Okay, weil die Leute immer sagen, die Vergangenheit ist vorbei, ich bin jetzt eine neue Person. Wenn du Boost tust, Yahuwah Hashem Yahushua zurückkommst, kann. Okay? Aber du, Salaki von uns Israelites ist es so. Aber wenn ihr in eurem vorherigen Leben was Boshaftes getan habt, Yahuwah Hashem Yahushua erinnert sich daran und wird euch dafür bezahlen lassen. Okay? Und das Ding ist, so wie es früher war und so wie das Saturnalien früher war, ist es heute genauso. Nur weil sie es nicht mehr so offen zeigen. Okay? Aber ihr müsst eure spirituellen Augen und Ohren aufmachen. Wenn Yahuwah Hashem Yahushua mit euch ist, werdet ihr es verstehen. Okay? Lasst es kurz, weil das ist ja eigentlich der erste Person, den ich holen wollte. Du Spirit, das passt gerade zu dem, was ich gesagt habe. Das ist 1. Korinther 2:14. Und es sagt, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of the Most High. Aber der naturale Mann empfängt nicht die Sachen von dem Spirit von Yahuwah Hashem Yahushua, vom Heiligen Spirit, die Weisheit, das Verständnis, vor der er Foolishness antürmt, diesen Narrheit für ihn, okay? Sie sind für ihn wie Dummheit. Straight up. Er sieht die Sachen und sagt, hä? Was meinst du, was redest du da? Das ist doch nicht die Wahrheit, was redest du? Weil er es nicht versteht. Neither can he know that, weder kann er sie verstehen, because they are spiritually discerned, weil sie spirituell erkannt sind vom Spirit. Das heißt, der Spirit erkennt sie und arbeitet nicht mit ihnen. Und das ist das Ding mit euch. Ihr versteht nicht, dass diese heidnischen Feiertage boshafte, heidnische Opfergabe, einfach nur boshafte Tage sind, um andere Götter anzubeten, aber ihr sagt, ihr macht es für die Kinder. Wie idiotisch seid ihr? Yahuwah Hashem Yahushua spricht dagegen. Wir sollen diese Feiertage nicht zelebrieren und ihr tut es bis zum heutigen Tage. Okay?
generations was transformed into a more PG version of this, which nowadays we know as kissing under the mistletoe, something much nicer than a sacred ritual of sacrificing a human being. But again, we're not told this. We are hidden from this history because it is just too dark for us to understand or to know about. And if you're like me, you might be asking, why would the Roman Catholic Church do this? Why would any major religion incorporate such a crazy mess of a holiday into their dogma, into what they do on a yearly basis? And this is where the birth of Jesus Christ comes in. And this was done to convert religion, to convert pagans to Catholics. The Roman Catholic Church promised that if these pagans would convert to Roman Catholicism, that they could still effectively practice these rituals, these sacred things under the Roman Catholic law, and they would not be prosecuted, they would not go to hell, they would be all right. This was Seht ihr? Das heißt, diese sogenannten Kirchen sind einfach nur Heuchler. Sie haben gesagt, ey, kommt zu uns, damit sie noch mehr Geld aus dem machen. Warum? Weil sie die Kirchensteuer haben, wie sie hier in Deutschland haben, weil sie für die Kirche bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, sie wollten mehr Geld. Und was ist die Liebe von Geld? Die Wurzel von allen Bösen. Wie es sagt in 1. Timotheus 6 und 10. Okay? Und was dadurch passiert? Sie haben alle konvertiert zu den Dingen und durften weiterhin ihr Dings zelebrieren. Und was haben sie gesagt? Sie werden nicht in der Hölle, sozusagen in der Hölle schmoren, was in ihrer Doktrin ist. Sagen, wenn du boshafte Sachen tust, wirst du in der Hölle schmoren. Okay? Dabei ist die Hölle eine Kondition auf der Erde. Himmel und Hölle ist hier. Du hast entweder ein himmlisches Leben oder ein höllisches Leben. Fertig aus. Und am Ende wirst du Gericht für deine Taten durch Yahuwah Shem Yahushai, wenn das Gericht kommt durch Yahuwah Shem Mashiach. the basis for kind of turning Saturnalia into Christmas, and it was also done to implement the birth of Jesus Christ. There was no specific holiday at the time celebrating the birth of Jesus Christ, and due to Saturnalia ranging from the 17th and ending so close to the 25th, which was at the time the predicted date of when Jesus Christ was born, they decided this festival, for being so popular, so rambunctious, and so active among these people, should be the one they choose to celebrate his birth. They could incorporate it into one. And this again is where over the generations the celebrating of lewdness, craziness, drunkenness slowly transformed from importance of that Roman god Saturn into the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus became the staple point of this holiday instead of this old Roman god. And over time, laws were implemented, regulations were passed, and they toned down Saturnalia, now known more widespread as Christmas, to a kinder, more acceptable holiday for not only adults but children as well. Less drinking, less going out, more family time, more presents, more reveling in the birth of Jesus Christ than the god of Saturn, than sacrificing things, than pillaging and breaking laws. It was transformed into something much nicer, much like we see with almost any advanced society taking over something that was once owned by savages. And as this continued, as this celebration of his birth kept on going, Saturnalia was in essence forgotten to the mainstream public, which it mainly is now. It is really something you only know about if you were specifically forgotten to the mainstream. Okay, seht ihr diese Leute da hinten drunter, im Hintergrund Salak hier? Seht ihr diesen linken Mann, wenn ihr genau links neben mir seht, wie voller Lust er ist, wie voll er ist, ich muss es jetzt tun, okay, ich kann mich nicht mehr zurückhalten, alle betrunken können alle tun lassen, was sie wollen, sie folgen der Lust des Fleisches, okay, und das ist in dieser Zeit von Saturnalia und sie ändert sich nicht, das ist bis zum heutigen Tag so. Mainstream public, which it mainly is now. It is really something you only know about if you were specifically researching Christmas in depth. Other than that, you're not really ever going to learn about Saturnalia, about the Roman pagans that worship these polytheistic gods in Roman mythology. It's just something so negative, so barbaric. We try to ignore it, try to hide it, try to push it away. But it is the foundings for Christmas, and we can't ignore it. We must understand both sides. Again, even if you're not religious, it's still great to see just how much we kind of evolved through time on a mental scale to take such a crazy holiday and make it a family organized event based on community and love, regardless of the gods or spiritual figureheads involved. This is celebratory domestication at its finest and most effective, due to Christmas arguably being the most well-known holiday not only in America but in the world. And those are the ancient origins of the Christmas history in a nutshell, from Saturnalia to Christmas as we know it now. So hopefully that interested you guys as much as it did me. I think it's very awesome that we can hide things such as this, but even cooler that we can that interested you guys as much as it did me. I think it's very awesome that we can hide things such as this, but even cooler that we can discover it. Und seht ihr? Okay, die verstecken die Historie von ihm. Sie wollen die Historie, die Vergangenheit von ihm löschen. Aber tun sie nicht. Yahuwah weiß alles, was sie tun. Und er weiß, dass diese ganze Welt in der Hand des Boshaften, der Boshaften ist, weil er sie dahin gegeben hat, okay? Und er sieht alles, was sie tun. Wie er gesagt hat, das hat sich evolutioniert so ungefähr von dem boshaften saturnalischen, sozusagen von dem boshaften heidnischen Fest zu den liebevollen familiären Fest. Nein, ist es nicht. Es ist immer noch genau dasselbe. Ihr pusht immer noch denselben saturnalischen Spirit wie früher. Okay? Und es wird euch die Zerstörung bringen. Weil ihr wisst, was es ist und ihr zelebriert es immer noch. Das ist es wie
wisst, dass ihr was nicht tun sollt, aber macht es trotzdem. Was passiert danach, sagen wir, euer Vater sagt, ey, ihr dürft das nicht tun, ihr wisst, dass ihr es tun dürft und euer Vater erwischt euch, boom. Ihr bekommt die Strafe dafür. Und genauso wird Yahweh Hashem auch Scheiß machen. And teach it to each other. So if anybody you know celebrates Christmas and doesn't know this history, make sure to like, subscribe, leave a comment if you have questions, and share this video with people that might find it interesting. Okay. Jetzt geben wir ein paar Precepts, weil davon spricht auch Yahweh Hashem auch Scheiß. Heiliges Wort, okay, Yahweh Shai. Wir gehen zu Jeremiah, weil wir haben 1. Korinther schon gelesen. Wir gehen zu Jeremiah 10 und 1 und es sagt, hier, the word of Yahweh which speaketh unto you, O house of Israel. Hört das Wort von Yahweh Hashem auch Shai, welches zu euch spricht, O Haus von Israel. Das saith Yahweh, das sagt Yahweh Hashem auch Shai. Learn not the way of the heathen. Lerne nicht den Weg von den Heiden. Das ist ein Precept dafür holen. Okay, weil diese ganzen Wege, diese ganzen Feiertage sind Wege der Heiden. Okay, heidnische Feiertage. Sprüche 3 und 31. Envy thou not the oppressor. Sei nicht eifersüchtig, sozusagen sei nicht eifersüchtig gegenüber deinen Unterdrücker, Israel. Okay, welche uns in Gefangenschaft haben bis zum heutigen Tag. And choose none of his ways. Und nimme keinen von seinen Wegen. Okay, entscheide dich für keinen von seinen Wegen. Entscheide dich für die Wege von Yahweh Hashem Yahushai, aber nicht die Wege von Israel. Okay, oder der anderen Nation. Lass weiterlesen, Jeremiah 10 und 2. And be not dismayed at the signs of heaven. Fürchte dich nicht vor den Zeichen im Himmel. Okay, von dem Blutmond, den wir letztes Jahr hatten. Okay, von dem, von den sozusagen kommenden Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis, wenn ich mich richtig, eins von beiden, ich hab's vergessen, for the heathen are dismayed, weil die Heiden sie fürchten. Vers 3, for the customs of the people are vain, weil die Bräuche von den Leuten sind nutzlos. For one cutteth a tree out of the forest, einer schneidet einen Baum aus dem Wald, the work of the hands of the workman, die Arbeit von den Händen von einem arbeitenden Mann. With the axe, mit der Axt. Und wer tut das? Jetzt gibt es Plastikbäume und so weiter und so fort, aber was passiert, bevor ein Baum in eurem Haus steht? Jemand geht rein in den Wald und schneidet ihn ab. They deck it with silver and gold. Okay? Sie decken es mit Silber und Gold. They fasten it with nails and with hammers. Sie sozusagen decken den Baum mit Silber und Gold, wie sie es jetzt tun. Sie setzen silberne und goldene Sachen da dran. Okay? Und was repräsentiert das? Den Weihnachtsbaum. They fasten it with nails and with hammers. Sie machen ihn sozusagen fest mit Nagel und Hämmern. That it move not, dass es sich nicht bewegt. Salakia. They are upright as a palm tree. Sie sind hoch wie der Palmbaum, but speak not, aber sprechen nicht. They must needs be born. Okay? Sie müssen geboren werden, because they cannot go, weil sie nicht gehen können. Be not afraid of them, fürchte sie nicht, for they cannot do evil, weil sie kein Böses antun können. Neither also it is in them to do good, weder ist in ihnen Gutes zu tun. Warum? Weil sie diese, wie er gesagt hat in diesem Video, sie diese Bäume anbeten. Okay? Sie beten diese ganzen Götter an, diese ganzen Statuen an, diese ganzen Sachen aus Holz und so weiter und so fort, aus Stein, beten sie an, weil sie sich dafür fürchten, weil es denen ihre Kraft ist, denen ihre Götter. Aber es ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Kraft. Es ist nicht Yahweh Hashem Yahushai. Aber was wir verstehen müssen, ist einfach, dass Weihnachten Saturnalien ist. Ein heidnisches Fest, wo Kinder geopfert werden, wo Leute tun lassen können, was sie wollen. Boshafte Feiertage von den Heiden, von den anderen Nationen, die nichts mit uns zu tun haben, Yashale. Die nichts mit uns zu tun haben. Und es steht so in den Precepts. Okay? Was hat er gesagt? Envy thou not the way of the oppressor. Okay? Aber er sagt, das ist das nicht. Natürlich ist es Saturnalien. Natürlich ist es so genannt Weihnachten. Okay, es ist Exodus 23 und 2. Und das ist die Mehrheit von Jakes, okay, sogar die davon wissen, dass diese Feiertage, heilige Feiertage sind, genauso wie zum Beispiel Ostern, was einfach nur die Anbetung von Ashtoreth ist, okay, oder wie heißt sie auch, Ceramis, wie sie in vielen verschiedenen Kulturen heißt, okay, thou shalt not follow a multitude to the evil, du sollst keine Masse folgen, Böses zu tun, neither shalt thou speak in a cause to decline after many to rest judgment, weder sollst du sagen, in einer Sache sprechen, okay, lass kurz das Wort rest nachgucken, Salakia, rest. Okay,
sozusagen, du sollst in keine Sache sprechen, nach denen viele neither shalt thou speak in a cause to decline after, mainly to rest judgment. Das heißt, du sollst nicht in einer Sache reden, okay, sozusagen das Gericht ist ausgesprochen ist ausgesprochen worden, und dann redest du mit vielen, um das Gericht sozusagen abzuwenden. Okay, aber das Ding ist, der erste Part ist das Wichtigste. Thou shalt not follow a multitude to do evil. Du sollst keiner Masse folgen, böse zu tun. Das tut die ganze Welt. Hier in Deutsch aus nicht Ishmael, Gomer, okay, und die ganzen anderen Heiden folgen Esau und zelebrieren Saturnalia. Und das tut Jake genauso. Jake weiß, dass es nicht die Geburt von Yahushua Mashiach ist, okay, nichts damit zu tun hat, sondern ein heiliges Fest ist, und sie zelebrieren es immer noch. Straight up. Und das geht nicht, Yashale. Das ist Exodus 20 und 3. Thou shalt have no other gods before me. Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Okay? Und dieser Baum repräsentiert Nimrod. Okay? Repräsentiert Nimrods Penis. Und ihr betet ihn an dadurch. Das ist 2. Korinther 2 und 11. Lest Satan should get an advantage of us, damit Satan keinen Vorteil über uns bekommt. For we are not ignorant of his devices. Weil wir sind nicht ignorant von seinen Plänen, von seinen Gedanken, von seinen Versuchen. Okay? Und das ist ein Versuch, uns zu zerstören. Und die Welt folgt diesen Sachen. Und dafür wird diese Welt zerstört. Aber das war alles, was ich habe für Part 1 von Weihnachten, Saturnalia, oder die Wahrheit über Weihnachten. Okay? Und Weihnachten ist Saturnalia. Ihr habt diese Fakten gesehen. Okay? Ist in derselben Zeitperiode. Es wird genau dasselbe gemacht. Warum denkt ihr, was hat es denn damit zu tun, Weihnachten damit zu tun, dass ihr Geschenke bekommt von überall? Damit ihr von Geschenken behäuft werdet. Okay? Die Hauratza Part 1 war Aufbauen, Edifying und Ermahnen durch den Spirit, Aufbauen, Stärken und Ermahnen durch den Spirit, Kraft bei Menschen Gnade von Yahweh Hashem, Yahushai Hashem, Rukakadash. Die Lektion kam durch den Spirit, Kraft bei Menschen Gnade von Yahweh Hashem, Yahushai Hashem, Rukakadash, durch seinen heiligen Spirit der Wahrheit, okay, durch sein Rukak Kudash Shalom Maf, Kol Aliyam Hawat Wakabat, Wat the Water, Labanawi Yahweh Hashem, Yahushai Hashem, Rukakadash, Barakte Yahweh, Barakte Yahushai, Barakte Yahweh, Barakte Yahushai, Barakte Yahweh, Barakte Yahushai Hashem, Rukakadash, Barakte Abanawi Yahweh Hashem, Yahushai Hashem, Rukakadash, the Water Abanawi Yahweh Hashem, Yahushai Hashem, Rukakadash, Kaya Kolabain, Lawanam, Yahweh Hashem, Yahushai Hashem, Rukakadash, Babksha, Mawak Wa Abad, Babol, Barakte Yahweh, Barakte Yahushai Hashem, Rukakadash, Shalom, Wa Barakdam.